Yes. Oh my God. Hast du Lust auf ein Messer, was sich den Namen Survival ganz klar auf die Fahne geschrieben hat? Und hast du Lust auf ein Messer, was die so oft gewünschte One-Tool-Option sein könnte? Ja, dann bleib dabei, ich habe da nämlich was für dich. Aloha, hi und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen rumpeligen Bushcraft und Outdoor-Kanal Fesebusch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es mal wieder um ein Messer und um ein aus meiner Sicht mal etwas anderes Messer, denn im amerikanischen Raum wird es wahnsinnig abgefeiert, im deutschsprachigen Raum man findet relativ wenig darüber. Ich glaube, 3 deutschsprachige YouTube-Videos. So, und das hat mich natürlich richtig neugierig gemacht. Und da ist es. Darum geht's, um das Cold Steel Drop Forged Survivalist. Wir gehen jetzt runter in den Bushcraft-Keller, ohne große Gerede. Und zu dem Messer gibt es nämlich ein bisschen was zu sagen. Was die Herstellung betrifft, da hebt sich das so ein bisschen ab. Und außerdem hat dieses Teil auch tatsächlich eine Geschichte. Und wenn du da Bock drauf hast, dann freue ich mich, wenn du jetzt mitkommst. Also, bis gleich. Jeppa, da sind wir auch im Bushcraft-Keller. Schön, dass du dabei geblieben bist. Ja, das Objekt der Begierde. Es soll nun endlich ausgepackt werden. So, da ist es. Das Cold Steel Drop Forged Survivalist. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Naja, da bin ich mal gespannt, ob du das auch mitmachst. Anytime, anywhere. Ich bin aber sehr optimistisch. So, bevor wir es nun befreien und uns das erste Mal angucken, ganz kleine letzte Hintergrundinfo. Ich mag das halt gerne, wenn es Geschichten zu Messern gibt, sei es Entwicklung oder. So, und es gibt tatsächlich hierzu, wirklich, man mag es nicht glauben, es gibt tatsächlich hierzu eine Geschichte. Nämlich der Präsident von Cold Steel, Lindsey Thompson, der war vor einigen Jahren auf einer Forschungsreise in Argentinien und hatte dort ein Messer mit außerhalb seiner eigenen Cold Steel Serie. Er hatte ein Messer mit, was aus einem massiven Stück Stahl gefertigt war. Und das Messer wurde damals entwickelt von dem französischen Messermacher Michel Aché. Jo, und dann hat der Lindsey Thompson das während seiner Forschungsreise benutzt und war mächtig beeindruckt von dem Teil, weil es eben halt ein Messer aus einem massiven Stück Stahl war, ohne irgendwelche Elemente, die vielleicht in einer Survival-Situation oder bei harter Beanspruchung kaputt gehen können, wie zum Beispiel, dass sich ein Pariersteg vielleicht löst oder bei einer harten Beanspruchung Griffschalen vielleicht beschädigt werden können oder. So, und das Messer hat ihm so gut gefallen und ja, er war da angeblich mächtig beeindruckt von und hat dann diesen Michel Aché gefragt, ob er sein Messermodell im Groben benutzen dürfte, um selbst in die Richtung zu forschen, so etwas in einem großen Rahmen für die Cold Steel Company herstellen zu können. Und der Michel Aché war damit einverstanden. Und dann ging's los. Und dann hat der Lindsey Thompson forschen lassen. Und das ist das Ergebnis, beziehungsweise das ist nicht das ursprüngliche Ergebnis, denn dieses Messer ist die Version 2. Es gibt einen Drop Forged Survivalist, das heißt auch genauso. Das ist das erste Modell, das hatte nämlich keine Griffschalen. Das war tatsächlich so in der Art und Weise, wie er das Messer von diesem Franzosen in Argentinien kennengelernt hat. Und das Messer blende ich euch mal eben kurz ein. Das ist das Drop Forged Survivalist Modell 1.
Aus meiner Sicht farblich ein optisches Verbrechen. Ja, es gibt es tatsächlich, glaube ich, auch nur noch bei Amazon zu kaufen, zu einem wirklich wahnsinnig, unattraktiven Preis, sage ich jetzt mal ganz freundlich. Und das Messer, ja, wie kann man so ein Messer rausbringen mit einer bronzefarbenen, fast gelben Beschichtung? Ich finde es optisch ein Verbrechen, ganz, ganz schlimm. Und ich blende euch nochmal ein Foto ein, wie das Messer der Version 1 dann nach ganz kurzem Gebrauch schon aussah. So, und da seht ihr, dass die Beschichtung ja, quasi eine Zumutung war. Ist aber noch eine zweite Beschichtung darunter gab, die dann angeblich ein bisschen zäher war. Aber das soll uns jetzt ja alles gar nicht interessieren. Wir machen mal das Foto wieder weg. So, es geht jetzt ja um diese Schnuckelchen, die Version 2. Da wollen wir sie mal aus ihrer Verpackung befreien. Okay, was haben wir? Als erstes haben wir die Messerscheide. Wie gesagt, ich habe mir stundenlange Videos angeguckt, in jeder Form. Und die Messerscheide, auch wenn ich sie jetzt natürlich das erste Mal jetzt in die Hand nehme, also von dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich jetzt nicht wahnsinnig überzeugt von der Messerscheide. Ich glaube, sie wird bei mir so mal ein knappes Ausreichend bekommen. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja auch alles anders. Also, es ist erstmal die Cold Steel typische Secure X Messerscheide. Also das heißt, das ist ein Kunststoff, das ist kein Kydex. Sieht aber soweit ganz gut aus. Ja, was mir negativ aufgefallen ist und was auch viele amerikanische YouTuber als negativ bezeichnet haben, dass halt dieses Nylonband schon sehr, sehr schlabberig ist. Das hätte man natürlich schon eine Ecke dicker auswählen können, solider. Ne? Aber auf der anderen Seite, was wieder von der Praktikabilität, sage ich jetzt mal einfach, was dazu wiederum passt, zumindest für mich und meine Belange. Ich mag es sehr gerne, wenn man Messer direkt, also wenn man Messer unterwegs an den Gürtel schnallen kann und dabei den Gürtel nicht ausziehen muss. Das finde ich wiederum sehr gut. Aber ansonsten von der Verarbeitung her ist das toll. Ist das schon okay. Schon sehr okay. Weiterer Vorteil, vielleicht für den einen oder anderen interessant, ihr könnt das Messer ganz locker umbauen auf Linkshänderbetrieb. Ne? Also einfach nur die 2 Schrauben umändern und schon ist das Messer auch für Linkshänder geeignet. Was ich jetzt auch noch wichtig finde, bei einigen YouTubern war es so, die haben sich die Scheide angeschaut und haben hier kein Drainageloch gefunden. Und das war dann immer gleich so ein Ausschlusskriterium oder beziehungsweise nicht ein Ausschlusskriterium, sondern ein Negativpunkt, dass gesagt wurde, ja, kein Drainageloch, finde ich ihm halt auch immer sehr wichtig. Aber das hat es. Und das ist nämlich hier so eine kleine, das ist da so ein kleiner Spalt, so eine kleine Rille. Und da kann das Wasser ablaufen. Das ist tatsächlich so. Ich halte es mal eben, das könnt ihr jetzt nicht sehen, gegen das Licht. Jawohl, und es wird Licht innerhalb der Scheide. Also hier kann das Wasser ablaufen. Also im Prinzip eine ganz einfache, simple Scheide. Wenn sie ihren Zweck erfüllt, dann soll es damit dann auch gut sein. Also ich habe schon Schlimmeres gehabt. Ich finde es soweit ganz okay. Aber weniger Qualität dürfte es dann jetzt aber auch nicht sein. So. Und nun kommen wir zum eigentlichen Objekt der Begierde, dem Messer selbst. So, ich freue mich und wir gucken. So. Okidoki. Hui, 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 hui. Was für ein Klopper. Genau das wollte ich. Was für ein Klopper. Und ich sag's euch, ich bin da wirklich ehrlich, ich habe 0,0 Probleme, wenn ich mir irgendwas kaufe und der Funke springt nicht über, dann sage ich das auch.
aber hier ist es so, wie ich es mir gewünscht habe und erhofft habe. Der Funke springt sofort über. Es ist super, super griffig und liegt für den ersten Moment grandios in der Hand. Wirklich, wirklich grandios. Ne? Guckt mal, wie viel Platz ich auch noch habe. Ich habe für einen Kerl trotz 1,80 Meter, ist ja nichts Besonderes, aber ich habe eben halt relativ kleine Hände. Meine Handschuhgröße ist M, also die genaue Zahl kann ich euch nicht sagen, welche Handschuhgröße das ist, aber Handschuhgröße M. Und ihr seht, da ist noch ordentlich Platz für große Pranken. Der Griff, wow, 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 wirklich gut, wirklich. Auch so von der Balance her. Oh, so vielleicht, ich sehe mich jetzt schon so kleine Shoppingarbeiten machen. Schön, schön, schön. Gucken wir mal, nicht einen, na logischerweise, keine Naht oder so. Das ist ja alles aus einem massiven Stück Stahl. Großartig, geil. Ich finde es cool. Ich finde es richtig, richtig, richtig gut. Zu den Griffschalen. Ich habe euch ja vorhin das Bild eingeblendet von den Dropforged Survivalist Version 1. Da waren diese ja nicht dabei. Das Messer ist gleich geblieben, nur eben halt nicht mit dieser unsäglich hässlichen Beschichtung. Und die Griffschalen sind aus G10 und haben tatsächlich eine Oberflächenstruktur. Wie beschreibe ich das? Ist jemand von euch Skateboard gefahren oder fährt vielleicht Skateboard? Die Oberfläche von einem Skateboard ist schön rau, damit man eine super Standfestigkeit hat. Und genauso, das fühlt sich exakt so an. Wie sich sowas dann beim längeren Arbeiten ohne Handschuhe verhält, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das schlecht ist, aber es ist immer sehr rau, was natürlich total wichtig ist für mich, was ich denke, das total wichtig ist. Machen wir mal eben. Hier hört ihr so die Geräusche. Kann man sich damit die Fingernägel schleifen? Nein. Cool. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie ihr auch seht, die Griffschalen, die sind nur eingelassen und einfach mit 2 Torx-Schrauben. Ne? Wer die quasi das Messer als Version 1 haben will, schraubt sich die einfach ab, die Schalen. Ja, ja, und was ich eben halt an diesem Messer halt auch toll finde, dass, ja, kommen wir zu so ein, ich will jetzt nicht so ein grundlegendes Thema aufmachen. Ich bin jetzt, was das Thema Batonen angeht und Messer, ne, da habe ich so ein bisschen eine zwiespältige Meinung. Aber das Messer ist ja ein Survivalist. Deswegen habe ich es mir geholt. Das möchte ich wirklich auch echt einfach so rannehmen. Und da möchte ich mir im Gegensatz zu meinen anderen Messer einfach überhaupt gar keinen Kopf machen. Und ich finde es eben halt hier toll, dass du hier, weil es eben halt ein Stück Metall ist, hier einfach drauf dengeln kannst mit dem Baton. Und die Griffschalen sind immer out of order aus dem Bereich, dass sie eben halt beschädigt werden können. Genau das gleiche gilt, um hier hinten drauf zu kloppen. Natürlich wird die Beschichtung dann noch irgendwann abgehen, aber das soll jetzt auch wirklich ein Messer werden, wo ich sage, es soll mir egal sein. Es soll mir egal sein, wie viel da an Beschichtung abplatzt oder so. Das darf völlig runtergerockt sein. Ja, was ich auch toll finde und wichtig finde, ich mag das sehr gerne, wenn die Klinge bis möglichst weit hinten ausgeschliffen ist und kein Fingerscheuel da ist, um zum Beispiel ein Messer so zu greifen. Das mag ich überhaupt nicht. Und ich finde, dass die Klinge bis hinten ausgeschliffen ist, dass man eben halt auch in dieser Position eben halt hier möglichst viel Druck aufbauen kann. Und was auch toll ist, das Parierelement, das ist so schön muggelig und das ist keinerlei 0,0, nicht mal im Ansatz eine scharfe Kante. Und es stört überhaupt nicht beim Drübergreifen. Das macht schon mal einen tollen Eindruck. Außerdem hat mich diese Form so sehr angesprochen, weil ich einfach auch diese Clip-Point-Klingenform hier total gelungen finde. Es erinnert schon so mit ein bisschen Fantasie ganz, ganz leicht schon in Richtung Bowie-Messer. Was ich auch noch sagen kann, das Lanyardloch
Ja, jetzt lacht mich bitte nicht aus, aber ich achte auf sowas auch sehr. Das Lanyardloch ist super toll ausgearbeitet. Kein Grat oder sonst irgendwas drin. Weil darüber habe ich mich schon bei vielen anderen, auch hochpreisigeren Messern, habe ich mich schon sehr, sehr oft drüber geärgert, dass es dann so scharfkantig ist, dass es dir das Lanyard irgendwann nach relativ kurzer Zeit schon aufribbelt und kaputt macht. Finde ich nicht gut. Über sowas möchte ich mir nämlich keinen Kopf machen müssen, bevor ich rausgehe. Und natürlich kann man sich ruckzuck mal ein Lanyard selber ein neues mal eben schnell einfädeln. Aber gerade wenn du ein Messer aus dieser Kategorie hast, was natürlich auch ein Chopper sein soll, ja, ein Hackmesser, ja, da möchte ich mich darauf verlassen können und nicht, dass mir irgendwann mal das Lanyard um die Ohren fliegt und ich das Messer im Bein stecken habe, weil das wird dann nämlich nicht lustig. Okay, jetzt wollen wir mal eben schnell gucken, wie das so mit der Scheide harmonisiert. Na? Ah, da ist der Klick. Okay. Rastet satt ein. Das wird euch auch nie im Leben wird das rausfallen. Nie. So, und jetzt kommen wir zu einem angeblichen Nachteil. Mal gucken, ob das hier auch so ist. Die Scheide soll rattern. Das Messer, ja, ich glaube, da haben die was dran gemacht. Ja, hört mal. Das ist jetzt hier, ich halte mal eben den Riemen hier hinten fest. Lassen wir den Riemen nochmal los. Hört ihr was? Gar nichts. Gar nichts. Und das war wirklich hab mich dann schon ein bisschen gewundert, warum das bei einigen so ausgeprägt ist oder war in den Videos und bei anderen nahezu gar nicht. Und hier gar nicht. Also da haben die doch nachgebessert. Ich bin happy. Okay, ganz wichtig, was dieses Messer natürlich ausmacht. Das habe ich ja in der Einleitung in meinem ersten Stock, als ich euch begrüßt habe, habe ich das ja schon erwähnt. Es ist eben halt mal ein etwas anderes Messer. Also alles aus einem Stück Stahl. Das ist erstmal schon mal, finde ich, außergewöhnlich und bis jetzt fühlt sich das alles toll an. Drop Forged. Wenn ihr das mal in die Google-Suchmaschine reinschmeißt, dann werdet ihr sehen, das heißt gesenkgeschmiedet. Diese Messer werden eben halt etwas anders produziert. Dadurch, dass sie ein Stück Stahl sind. Also es gibt da eben halt eine große Senkschmiede, ein Oberteil, ein Unterteil. Ach, ich blende euch mal eben das Foto ein. So, da seht ihr das Oberteil, das Unterteil. Es wird dann quasi das fertig wärmebehandelte, heiße, glühende Stück Metall in diese Schmiede eingelegt und dann entweder mit Hammerbewegung nach unten gestampft oder einmal gepresst. In der Regel wird es bei der Messerherstellung so gemacht, dass es tatsächlich mit einem Schlag, also das Oberteil hat eine riesen Hammerwirkung, mit einem Schlag, bam, wird da drauf geknallt und das kommt dann dabei raus. Der Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass der Stahl quasi, ja, das Metallgefüge im Stahl, müsst ihr euch vorstellen, ja, das ist so ein Gefüge drin, ist eben halt sehr, sehr gleichmäßig. Und das hat wiederum das bedeutet eben halt wiederum, dass das Messer relativ zäh wird, besonders bei dieser Stahlform, da komme ich gleich auch noch mal ganz kurz drauf. Das Gefüge ist weniger bruchanfällig, es ist zäher und lässt sich aber trotzdem gut nachschleifen. Gehärtet ist das Messer hier auf auch etwas höher als andere Messer, liegt glaube ich bei 58 bis 59 HRC. Ich glaube sogar 60. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Also auf jeden Fall ist es mehr gehärtet. Und jetzt kommt der Stahl ins Spiel. Der ist nämlich hier eingelasert und das ist der 52-100 Stahl. Der ist nämlich bekannt oder gilt im Prinzip als Kugellagerstahl. So, und diese Kugellager, die aus diesem Stahl gemacht werden, also das ist erstmal ein hochcarbonhaltiger Stahl. Ne, der Chromanteil liegt unter 1%, knapp unter 1%, also rostanfällig, nur mal das eine. Der Kugellagerstahl wird eben halt in großen Walzanlagen
verwendet. Und die sind natürlich extrem hohen Drücken und Belastungen ausgesetzt. Ja, und was liegt da näher? Was liegt da näher, als ein Messer daraus zu machen? Das sind doch alles die Eigenschaften, die wir gerne haben wollen. Vor allem mal was ganz, ganz anderes. Okay, ich denke, das soll so zu den Hintergrundinfos, glaube ich, sein. Was haben wir an Angaben? 33 cm soll die Gesamtlänge betragen. Mal gucken, ob wir damit hinkommen. Exakt 33. Passt. Was haben wir noch an Wert? Klingenlänge 20,3. Das wollen wir auch noch mal gleich überprüfen. Das wird alles stimmen, Leute. Das wird alles stimmen. 20,3. Jawohl. Stimmt genau. Klingenstärke 5,7 mm. Also hier, das ist schon ein Brett. Wollen wir mal gucken, ob das auch stimmt. 6,0. Finde ich natürlich noch besser, denn es gibt da zwei unterschiedliche Angaben und Cold Steel, auf der Cold Steel Seite steht tatsächlich Stärke circa 6 mm. Ja, perfekt finde ich. Absolut perfekt. Was gibt es noch zu sagen? Flachschliff. Flachschliff ist ja eigentlich nicht so prädestiniert für Haumesser, aber soll hier super gut passen. Flachschliff ist natürlich auch, finde ich, sehr gut und einfach nachzuschleifen. Für diejenigen, die sich so viele Gedanken machen beim Nachschleifen wie ich eben halt, ich habe immer Angst, dass ich irgendwas versaue, wird tatsächlich offiziell auch angegeben mit 20 Grad Schleifwinkel. Dementsprechend kann man es dann auch wirklich super genau zu Hause nachschleifen, wenn man möchte. Es soll rattenscharf kommen. Ja, das ist in jedem einzelnen Video immer wieder anbemerkt worden und immer mit einem Wow, awesome, look at this. Ne, es soll super scharf sein. Fingernagel, ja, Bombe. Fangen wir erstmal stinknormal College-Block, normales Papier. Oh. Wow. Mal langsam. Guckt euch das an. Ja. Also, das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Das ist so großartig. Das macht richtig Laune. Das macht richtig, richtig Laune. Da würde ich jetzt tatsächlich sagen, ich habe schon ein paar Messerchen und noch ein paar Messerchen mehr. Und da sind schon einige durch meine Hände gegangen, ohne mich wichtig zu tun oder wichtig machen zu wollen. Das ist bisher das Schärfste, was ich in der Hand hatte. So direkt aus dem Karton. Das muss ich ganz klar sagen. Aber College-Blockpapier kann jeder, können viele. Wo es dann schon ein bisschen auseinander geht, ist bei diesen ganz, ganz hauchdünnen Werbeprospekten. Die nehme ich immer wieder ganz, ganz gerne, bevor die ins Altpapier gehen. Die sind so dünn, vielleicht sogar noch dünner als früher so in Telefonbüchern, diese Seiten. So, guckt euch das an, das geht genauso. Das geht genauso wie Butter durch. Kein Unterschied. Wirklich. Guckt euch das an. Und die Schnitte sind super gerade. Wow. Cold Steel Drop Forged Survivalist. Soll ich jetzt tatsächlich nur Paracord schneiden? Wer so durch Papier geht. Na komm, machen wir trotzdem. Machen wir trotzdem. Alleine, weil ich auch dieses butterweiche Gefühl gerne haben möchte. Oh, Leute. So easy, so schön. Nehmen wir mal eine Nummer härter. Es geht wirklich, wirklich durch wie Butter. Und was ich jetzt schon mal auf jeden Fall als Tipp schon mal mitgeben kann: Don't do stupid things. Seid wirklich vorsichtig mit dem Teil. Ich glaube, dass diese Klinge
keine Fehler verzeiht, wenn es darum heißt, Finger und Klinge, Finger ist ab, bin ich mir sehr, sehr sicher. Vorteil, ihr habt einen geraden Schnitt. Okay. Alles andere draußen. Wir nehmen es richtig hart dran und werden dann danach nochmal wieder den Papiertest machen. Aber wir werden ein paar lustige Sachen auch machen, mal gucken. Aber eben halt auf Herz und Nieren prüfen. Also, ich hoffe, ihr seid dabei oder bleibt dabei. Ob ihr das Video in einem Stück macht, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, denn wir sind jetzt schon viel zu lang. Ich denke, ich werde den Praxisteil dann auch tatsächlich als ein Teil 2 Video machen. Hier waren jetzt doch sehr viele Hintergrundinfos. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob das so für euch okay war, ob ich zu viel gequatscht habe, ob die Infos für euch interessant waren, ob ich das vielleicht hätte anders aufbereiten sollen. Ich bin total auf eure Meinung gespannt und auch wirklich gespannt. Alles andere, wie ihr mich unterstützen könnt, das wisst ihr. Kanal abonnieren wäre mir... Es wäre mir eine Ehre, wenn ich da einen Abonnenten finden würde. Und ich werde auch jeden einzelnen Kommentar von euch beantworten. Großes, großes Ehrenwort. So, okay. Komm rein. Oh. Nochmal Ratteltest. Null, niente, gar nichts. Tolles Teil, tolles Teil, tolles Teil. Bis jetzt. Ich bin tatsächlich geflasht. Hat mich total beeindruckt. Bis jetzt. Und das ist nicht so bei jedem Messer der Fall. Manche Messer liebe ich erst auf dem zweiten Blick. Und das hier hat es jetzt geschafft schon. Ja, sei denn es versagt draußen im Holz komplett. Und das wird es nicht, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Teil. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Entschuldigung, dabei seid. Ja. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, geht raus in den Busch, habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen, lebt euer Leben, ihr habt nur eins und es ist nie zu spät, um in die Thematik Bushcraft und Outdoor einzusteigen. Ich habe auch ein bisschen für gebraucht, bis ich diesen Weg für mich gefunden habe. Also bleibt dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Mick.